Hallo? Wer ist da? Ach, Richard, du bist es, ja. Du, das tut mir leid, nee, du, das geht nicht, weißt du, ich bin gerade beim Hausputz. Ja, meine Frau ist zur Kur, weißt du, und als Mann allein, da macht man sauber, da wäscht man ab, da macht man die Betten und nach 14 Tagen fängt man wieder von vorne an. Ja, aber morgen kommt ja meine kleine Maus zurück, weißt du, und dann können wir sicher wieder kegeln gehen. Kegeln, was hast du denn verstanden? Ja. Gut, also, Wiedersehen, Richard, Wiedersehen. Wiedersehen, kegeln, was passiert denn? Du kommst erst morgen, dachte ich. Ich hab's nicht mehr ausgehalten. Ja gut, siehst du aus. Gut, ja, ich hol erst mal eine Tasse Kaffee, ja? Tasse Kaffee. Sag mal. Ja. Wie riecht's denn hier? Riecht aber, wird der Kaffee sein. Nee. Das riecht nach Darmparfüm. Parfüm, was riecht heute nicht nach Parfüm, nicht? Waschpulver, Toilettenspray, alles riecht nach Parfüm, nicht? Der Duft könnte allerdings auch noch von Frau Schulze stammen. Was denn? Die Schulze, diese Schnepfe? Ja. Aus dem 4. Stock, die immer den Männern nachrennt? Ja, die Frau Schulze. Die war so nett und hat mir etwas beim Saubermachen geholfen. Ach, nee. Ja, du, stell dir vor, die hat mir erzählt, ihr Mann spricht im Schlaf. Ja, weil er am Tag nicht zu Worte kommt. Die beiden haben doch nichts gemeinsam. Doch, ein gemeinsames Konto, nicht? Er zahlt ein und sie hebt ab. Ist ja auch egal, trinken wir erstmal ein Tässchen Kaffee. Moment, halte mal, was ist denn das für eine Kanne? Wo ist denn die alte? Welche alte? Das ist so eine ganz neue Kanne, wo ist die alte? Ach so, die alte, die ist futsch, kaputt im Eimer, weißt du, hat die Frau Krause auf dem Gewissen. Was denn, die süße kleine Krause mit dem kleinen süßen Dutt aus dem 4. Stock? Ja, die süße kleine Krause mit dem netten Stock aus dem 3. Dutt, ja. Ja, und was wolltet ihr hier? Abwaschen. Ach, nee. Ja, du, stell dir mal vor, die hat mir erzählt, in unserem Haus wohnt nur eine einzige Frau, die ihren Mann nicht betrügt. Ja. Muss die Frau Schubert sein. Sag mal. Ja. Und die kommt zu dir hier abwaschen, bei ihr zu Hause muss ihr Mann tun? Der Mann ist ja nicht da, der ist nicht da. Ach, nee. Ach ja, der ist auf Montage, der montiert, weißt du? Der montiert, aha, ja, bei anderen Frauen. Ich kenn das, das ist ein Weiberheld, das ist ein Frauentyp. Ja. Oh Gott sei Dank bist du das. Bin ich auch ein Weiberheld, bin ich auch, nicht? Sonst hätte ja die Frau Kunze mir nicht die Socken gestopft, nicht? Die Kunze? Ja. Das ist ein starkes Stück. Nee, so dick ist die gar nicht, ne? Die hat eine gute 40, ja? Soll sogar die Idealmaße haben. 104, 64, 96. Ja, wird sie haben, nur in anderer Reihenfolge. Sag mal. Einmal fahr ich zur Kur, schon bist du unsolide. Schon ist hier ein Durchgangsverkehr. Durchgegangen ist hier keiner. Und unsolide war ich auch nicht. Ich habe nichts getrunken, nichts geraucht und mit Männern hatte ich auch nichts. Schäm dich, du Wüstling. Ach, das war doch alles nur Nachbarschaftshilfe, so. Nicht? Die Frauen haben mir geholfen und ich habe... Wie? Naja, die Frau Schulze, die hatte sich bei der Fernsehgymnastik verheddert und die habe ich auseinandergeknotet, ne? Die Krause habe ich aus ihrer Ohnmacht geholt durch Mund-zu-Mund-Beatmung. Und bei der Kunsten habe ich den Balkon etwas angehoben. Also alles ganz harmlos. Ja. Was denn? Moment mal, kommt da etwa noch jemand? Wer soll denn jetzt noch... Ah, doch, ja. Was ist denn los? Das wird die Frau Neumann sein. Die wollte heute noch einmal mein Bett machen.
Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen, Herr Steiger. Schön, dass Sie mal wieder reinschauen. Ja. Der Zeitung gewünscht. Nein, danke, ich lese keine Zeitung, die machen mich nervös. Diese politische Lage. Ich habe manches Mal den Eindruck, dass die Feuerwehr bei der Bekämpfung internationaler Brandherde Benzin verwendet. Sie haben ja so recht, Herr Steiger, die Welt wird nie mehr zu normalen Zeiten zurückkehren. Ja, und warum? Weil keiner mehr weiß, was normal war. Was nehmen wir denn heute? Rasieren, Herr Steiger? Ja, selbstverständlich. Und Maniküren natürlich. Ne? Ich meine, Karin! Ja? Maniküren! eine neue? Ja, unsere Birgit hat Urlaub. Ein hübsches Mädchen. Sie sind Münchnerin? Nein, Berlinerin. Berlinerin. Ich liebe Berlinerin. Ich bin auch aus Berlin. Oh, Entschuldigung. Wilmersdorf. Aber Sie könnten ebenso gut Amerikanerin sein. Ich? Ja. Ich kenne Amerika. Ich habe im letzten Sommer eine Amerika-Tour gemacht. New York, San Francisco, Niagara-Fälle. Muss ja wundervoll sein. Fantastisch. Ja, waren Sie auch in Miami? Ja, natürlich. Wundervoll. Es hat nur einen Nachteil, die teuren Hotels, nicht wahr? Da zahlt man wochenlang hindurch sehr vieles Geld, damit man endlich ein bisschen braun wird und dann kriegt man die Rechnung und wird wieder blass. Aber die Amerikanerin, alle Achtung, da habe ich Mädchen gesehen, fast so schön wie Sie, Fräulein Birgit. Wie geht's denn Ihrer Frau, Herr Steiger? Was für einer Frau? Ihrer Frau Gemahlin. Wie kommen Sie jetzt gerade auf meine Frau? Ja, ist sie nicht in München? Nein, sie ist nicht in München. Sie ist in Stuttgart, nicht? Meine Schwiegermutter hat Geburtstag, nicht? Und da sind Sie nicht auch hingefahren? Na, warum soll ich dort auch hinfahren? Gratulieren. Na, meine Frau bleibt 14 Tage lang in Stuttgart. Ich kann ja nicht 14 Tage lang gratulieren. Natürlich nicht, Herr Steiger. Das kann man nicht verlangen. Ja, ich habe Blumen geschickt. Genügt. Ja. Und was machen die Kinderchen? Sagen Sie mal, Sie reden wohl auch bloß, um die Luft zu verschmutzen, was? Gut geht's den Kindern, sehr gut. Sie müssen nämlich wissen, ich habe 2 kleine Mädchen. Eins mit 6 Jahren und eins mit 4. Und einen kleinen Buben von 25. 24,5. Müssen Sie dauernd reinreden? Darf ich um Ihre Hand bitten? Oh, das klingt ja wie ein Heiratsantrag. Nein, die Rechte zum Feiern, die haben wir ja schon fertig. Hier haben Sie. Das Leben ist doch schön. Draußen der herrliche Frühlingstag und hier drinnen ein hübsches Mädchen, das meine Hand in der Ihren hält. Darf man fragen, wie alt Sie sind, Fräulein Birgit? Man darf fragen, aber man glaubt es vielleicht nicht. 24,5. Oh. Genauso alt wie Ihr Junge, Herr Steiger. Was wollen Sie von mir? Nichts, Herr Steiger. Ist doch keine Schande, wenn man es zu einem großen, erwachsenen Sohn gebracht hat. Noch dazu, wo der auch schon einen so herzigen Sprössling besitzt. Mein Sohn besitzt keinen Sprössling. Ach, habe ich Sie nicht neulich mit Ihrem großen Herrn Sohn und einem kleinen Jungen drüben im englischen Garten gesehen? Das war mein Neffe. Wollen Sie mich unbedingt vor Fräulein Birgit zum Großvater stempeln? Gott bewahre, Herr Steiger. Der Kleine ist mir nur aufgefallen, weil er so schön knackig und stramm ist. Stramm ist er und klug. Neulich hat er gesagt, Opa hat er gesagt. Der Neffe! Naja, der Neffe, nicht erst knapp 14 Monate alt, nicht? Und da kann er noch nicht Onkel sagen, deswegen sagt er Opa. Wie aber Ihre Frau Schwiegertochter neulich mit ihm bei uns war, da hat er zu ihr komischerweise schon Mama gesagt. Ja, aber was heißt denn so ein Kind, was es redet? Hören Sie nicht auf ihn, Fräulein Birgit. Hatte so gute Laune, als ich herkam. Schöne Frühlingstag, die strahlende Laune, die in der Luft liegt. Sie haben mir den ganzen Tag verdorben, Karl.
Wie wär's, Fräulein Birgit? Am Sonntag bin ich noch frei. Wollen Sie mir nicht Gesellschaft leisten? Ja, ich weiß nicht recht. In allen Ehren natürlich. Wir würden zum Mittagessen irgendwo rausfahren, in ein Theater, danach in eine Bar. Ja, ich bin verlobt, Herr Steiger. Naja, das macht doch nichts. Ich sagte doch in allen Ehren, nicht? Außerdem braucht es Ihr Verlobter ja nicht zu wissen. Ah, ja, wo habe ich denn das erlaubt? Ja, sagen Sie ihm einfach, Sie gehen zu einer Freundin, die für einen Tag nach München gekommen ist, nicht? Männer sind ja so dumm, Fräulein. Lässt nach, Herr Steiger. Besonders wenn Sie verliebt sind, da glauben Sie alles. Und selbst wenn er drauf kommen sollte, was ich mir nicht vorstellen kann, denn Sie würden es ihm bestimmt nicht sagen und ich auch nicht, aber selbst wenn er drauf kommen sollte, was glauben Sie, würde er dann schon sagen? Na, fragen Sie doch meinen Verlobten selbst. Er rasiert sie nämlich gerade. Und damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des ZDF für heute beendet. Ungeheuer beeindruckend. Was? Na, dieses Fernsehspiel eben. Zu lang? Wieso? Na, sieh doch mal den Aschbecher an. War immerhin ein Problemstück. Na eben, da raucht man immer zu viel. Dieses einsame Ehepaar, wie die zusammen gelebt haben. Ehrlich und doch leidenschaftlich. Ich geh jetzt schlafen. Lese noch ein bisschen. Wenn du aufgeräumt hast, kommst du nach, ja? Warum können wir nicht so leben? Wie? Na, wie dieses Ehepaar da. Welches Ehepaar? Auch da in dieser Nikotinballade eben. Das war ein Problemstück, mein lieber Karl-Heinz. Ja, das habe ich gemerkt, ist schon 11:30. Wieso sollen wir so leben wie die? Hab ich Probleme? Nein. Hast du welche? Nein. Also räum auf, ich gehe schon schlafen. Dann liest du noch ein bisschen und wenn ich nachher komme, schläfst du schon halb. Und dann sagst du, wir hätten keine Probleme. Na, wo sind denn da Probleme? Ich liebe dich, du bist meine Frau und außerdem bin ich ein bisschen müde. Sag mir sofort, was dich an mir stört. Was soll ich? Na, wie die im Fernsehen das gemacht haben, zur inneren Klarheit. Was stört dich an mir? Du gefällst mir so, wie du bist. Wir sind seit 21 Jahren verheiratet. Wir sind glücklich. Nein, ich bin nicht glücklich, wenn du mir nicht sofort sagst, was dich an mir stört. Jetzt zum Donnerwetter, mich stört nichts an dir. Ich hab's gewusst. Und da sagst du, wir hätten keine Probleme. Ja, mich hat doch 21 Jahre lang nichts gestört. Wenn du mir nicht sofort sagst, was dir an mir nicht gefällt, dann ist alles aus. Alles, sag ich dir, alles. Also gut. Du, Ja. Also schön. Du hast eine etwas ungünstige Frisur. Weiter. Neuerdings natürlich, ja. Neuerdings. Ja, das liegt daran, weil du hast einen etwas flachen Hinterkopf. Einen flachen Hinterkopf. Ja, da so, weißt du? Und wenn man da hinten nichts hat, dann muss man das mit Löckchen kaschieren. Nicht so eine kurzen Fusseln, wie du sie jetzt trägst. Wer hat hier kurze Fusseln? Na du hier, ganz platt hier hinten, könnte meine Teetasse drauf abstellen. Was könnte man auf meinem Hinterkopf? Ja, das liegt an der Frisur, weißt Die du? Frisur ist okay, die habe ich jetzt 5 Jahre. Das ist ja auch nicht so schlimm. Was heißt, ist nicht schlimm? Sieh mir in die Augen. Bist du der Mann, der vorhin gesagt hat, dass ihn an mir nichts stört und der jetzt behauptet, ich hätte einen zu flachen Kopf? Ja, die Frisur, weißt du, mit Die der Frisur. Fusseln, wie du dich auszudrücken beliebt ist, mit der man nicht mehr verbergen kann, dass ich ein bisschen plemplem bin. Aber das hat doch keiner gesagt. Du hast es gesagt. Ich hätte nichts im Kopf. Ich hätte keine Haare. Ich wäre ein kahlköpfiger Kretin. Erika, Hast du gesagt, meine Frisur war früher besser, weil man da mein von Geburt an fehlendes Hinterhaupt weniger bemerkt? Hast du es gesagt oder nicht? Sag. Ja, früher hattest du da so Löckchen, ne? Früher, sieh dich doch an. Als lockiger Jüngling getarnt bist du in mein schönes Backtischleben getreten und hast dich in Kürze zu einer Seniorenparodie entwickelt. Und Arthrose hast du auch.
Das ist mein Meniskus, eine Sportverletzung. Wann hast du denn je Sport getrieben bei deiner Figur? So, und du bist doch über Sackhüpfen auch nicht hinausgekommen. Dafür bist du Vereinsmeister im Topfschlagen. Ja, das solltest du mal machen bei deiner Figur, ja? Früher hattest du hier 3 Ringe, inzwischen ist einer draus geworden. Dafür qualmst du wie eine Kleinbahn. Was hat denn das mit meiner Figur zu tun? Naja, da kann man ja nicht bald dicker werden, wenn man jeden Morgen im Badezimmer bellt wie ein erkälteter Polarhund. Erika, das geht zu weit. Nein, du bist ja zu weit gegangen. Ja. Du hast gesagt, ich hätte einen Kopf wie eine Teetasse. Ja, du hast doch gesagt, ich soll solche Sachen sagen, ne? Habe ich zuerst gesagt, ich liebe dich. Ich liebte ja auch. Ja. Was machen wir hier bloß? Ich glaube, wir spielen Problemstück. Ja. Wegen der inneren Klarheit. Lass meine Haare! Wir haben doch gar keine Probleme. Ist schon gut. Geh man schon. Ja. Und wer räumt jetzt auf? Das ist mein Problem. Wie immer. Ja. Und wenn ich jetzt ins Bett gehe und lese noch ein bisschen und du kommst dann und ich bin müde? Das ist dann wieder dein Problem. Wie immer. Sie werden gleich verstehen. Gleich werden Sie das. Ja, aber Sie können doch nicht einfach... Sehen doch, dass es klappt. Fräulein Blatzmeier? Ja. Sie kennen mich. Natürlich kenne ich Sie. Seit wann geht das zwischen ihm und Ihnen? Was? Na, tun Sie doch nicht so. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Entschuldigen Sie, ich muss den Herd schnell abstellen. Benutzen Sie Ihre Bratkartoffeln nicht als Ausrede. Spielte das Hausmütterchen. Seit wann geht das zwischen ihm und Ihnen? Er ist nun mal mein Chef. Aber ich kenne ihn länger. Und besser, viel besser. Da ist wirklich nichts. Aber wollen Sie nicht Platz nehmen? Ich will die Wahrheit, sonst nichts. Ich weiß, Sie haben ältere Rechte. Na gut, dass Sie das wenigstens einsehen. Aber da ist wirklich nichts. Sonst. Sie lügen. Ich weiß alles. Die Blicke, das Getuschel der anderen. Denken Sie, ich merke das nicht. Also gut. Einmal. Was war? Einmal? Kurz nach Büroschluss hat er mich gefragt, ob ich etwas länger bleiben kann. Ich wusste es. Ja, dann ist es passiert. Ich wusste es. Er hat mir einen Brief diktiert. Er hat Ihnen einen Brief diktiert? An wen? Wie lang? Muschelmauser und Co. Eisenwerke. 8 Seiten. 8 Seiten? Muschelmaus und Co. Meine Arbeit. Fräulein Blatzmeier. Ja. Seine Sekretärin bin ich. Ich weiß es ja. Sie sind für den Prokuristen da. Wie kommen Sie dazu, vom Chef Diktate aufzunehmen? Hat sich zufällig so ergeben. Und das sagen Sie einfach so hin? Wissen Sie nicht, wie lange ich für ihn arbeite? Was ich alles für ihn getan habe? In Kurzschrift habe ich für ihn geschrieben. Und in Langschrift. Sollte das alles vergessen sein? Die Memozettel, die Flugbuchungen, die Kalendereintragungen. Jetzt kommen Sie daher und nehmen einfach ein Diktat auf. Als zweite Kraft. Er hatte mich darum gebeten. Ich wusste ja nicht, was ich anrichte. Er war der erste Mann in meinem Leben, der mir einen Brief diktiert hat. Mehrere Seiten lang. Nie wieder habe ich einen Mann gestattet, mir etwas zu diktieren. Da kommen Sie daher. Ist das öfter passiert? 4 oder 5 Mal seitdem. Oh, schlimmer, als ich gedacht habe. Schildern Sie mir Einzelheiten. Einmal hat er 2 Radiergummis auf meinem Schreibtisch liegen lassen. 2 Radiergummis? Nein, keine Schonung. Ich muss alles wissen. Er benutzt keine Kugelschreiber, sondern einen goldenen Füllfederhalter.
Sie kennen das Intimste. Ja, und der Kleckste. Ich hatte einen Fleck auf der Bluse. Ja, haben Sie denn keinen Anstand? Tut mir leid. Und wie soll es weitergehen? Ich meine, wird morgen die Diktate aufnehmen? Ich meine, nach Büroschluss? Niemand. Morgen gibt's keine Überstunden. Ach, das wissen Sie auch schon, ha? Geheimnisse vor mir, ja? Er will morgen mit mir essen gehen. Essen gehen. Ja, ich glaube, er will ein Verhältnis mit mir anfangen. Ein Verhältnis? Ja. Und Sie? Ich möchte es auch. Er hat mich schon geküsst. Er hat Sie geküsst? Na, das ist ja wundervoll, Kindchen. Ich gratuliere Ihnen. Geküsst, nicht getiert, nicht. Oh, und ich dachte schon, es wäre was Ernstes. Machen Sie weiter, ich liebe Sie. Mensch, das ist doch ganz klar, der Kassenwagen gehört neben das Zirkusportal, das ist doch ganz klar. Dann zieht eben aus dem Garderobenkartier den Wagen von Bella Titta raus und hin zum Elefantenstall. Ja, die Dickhäuter vertragen die sowieso am besten. Also, ja, Bitte um ein Wort, Herr Direktor. Ja, bitteschön. Ja, ist gut. Dann ruft mich eben wieder an. Was wollen Sie denn? Ich bin Künstler, ungarisches Künstler, ja. Herr Direktor müssen mich engagieren. Ach so, ja. Muss ich. Was machen Sie denn? Ich fresse. Was machen Sie? Ich stehe Viertelstunde in Manege und fresse. Ach, kommen Sie so auf, mit dem Feuerfresser können Sie doch heutzutage keinen hinter den Ofen vorlocken. Kein Feuerfresser will ich mir die Schnauze verbrennen, Herr Direktor. Was fressen Sie denn? Was auch Herr Direktor fressen. Das ist doch kein Kunststück. Nein, aber Menge, bei Masse macht es bei mir nicht. Ich fange an mit 20 Brote, 3 Assistentinnen schmieren im Takt, dazu Butter drauf, nicht wahr? Und Kapelle spielt dazu, Schling, Schling, Brüderlein, Schling. Also wirklich 20 Brote? Natürlich, aber nicht so kleine Apparate, solche Dinge, Herr Direktor. Also Achtung, ne? Ja, aber das ist erst der Kosthappen. Ich geht weiter, fresse ich 10 Gänse. Jetzt fragt mir einer einen Storch. Ja, keinen Storch, Herr Direktor, Gänse. 10 Gänse esse jeder ganz und Kapelle spielt dazu, du liegst mir im Magen. Ja, klasse, Sie, damit engagiere ich Sie. Nein, weil davon kann ich noch nicht satt werden, Herr Direktor. Nicht? Nun starte ich und fresse 40 Rinderfilets und Kapelle spielt, wie selig noch ein Rind zu sehen, nicht wahr? Danach mache ich kleine Pause, nehme ich kleines Löffel Natron, voilà, ein bisschen was am Magen, nicht wahr? Und Kapelle spielt dazu, stoßet auf mit hellem, frohen Klang. Ja. Dann kommen, Herr Direktor, große Schlusstrick, nicht wahr? Fährt sich in Manege hinein ein Eiswagen, nicht? Und ich fresse 3 Kübel Eis, 20 Liter und Kapelle spielt dazu. Oh, wie kalt ist es geworden, nicht wahr? Dann großer Applaus und bei größter Applaus gebe ich noch Zugabe, fresse ich noch 5 oder 6 Torten, Herr Direktor. Ja, also wunderbar, das ist umwerfend, damit sind Sie engagiert. Ich habe gewusst, Herr Direktor. Das heißt, die Sache hat noch einen Haken. Um Gottes Willen, jagen Sie mir keinen Haken ein, das schlägt mir sofort auf Magen. Naja, pass auf, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, ich gebe täglich 2 Vorstellungen. Du meine Güte. Ja, die eine von 5:30 bis 6:30, die andere von 6 bis 8. Ja, werden Sie das durchhalten? Na, werde ich nicht durchhalten, Herr Direktor. Ja, das habe ich mir gedacht, schade. Ja, aber eine Möglichkeit, Herr Direktor, gibt es nicht wahr? Könnten Sie vielleicht meine Auftritte so legen, dass ich zwischendurch irgendwo eine Kleinigkeit essen kann? Also, da weiß ich noch einen. Sagt die Frau zum Mann, jetzt solltest du mir aber wirklich mal Nerz schenken.
Also gut, sagt der Ehemann, aber den Käfig musst du selbst sauber machen. Guten Abend. Ein Hopfenblütentee vom Fass, bitte. Sag mal, das ist doch der... entschuldigen Sie, bitteschön. Sind Sie nicht der neue Mieter? Sicher das. Ah ja? Vorgestern eingezogen. Na gucken Sie, wir wohnen nämlich auch alle hier in dem Haus. Da nee. vielleicht mal bekannt machen, ne? Das ist der Völkel. Herr Vogel. Das ist der Moosmann. Herr Moosmann. Ja, mein Name ist Willroth. Angenehm, Bosler. Wollen Sie sich nicht zu uns setzen? Da würden Sie mich so fragen, gerne. So ein Umzug ist kein Zuckerschlecken, was? Na, das ist eine Pferdearbeit. Meine arme Frau arbeitet sich kaputt. Na, und Sie? Ich kann das ja nicht mit ansehen, deswegen bin ich ja hier. Da helfen Sie ihr denn nicht ein bisschen? Ich habe eine körperliche Arbeit nicht geschaffen. Aha, na ja, dann hätten Sie doch Ihre liebe Frau Gemahlin mitbringen können, so ein bisschen zum Verpusten. Na, hören Sie mal. Weiber im Lokal, das ist doch wie Mostrich in der Pfannkuchen. Frauen in der Kneipe, da bleibt mir ja das Bier am Halse stecken. Na, ich fall vom Stängel. Sie haben doch Ihre Frauen auch nicht mitgebracht. Ja, das ist rein zufällig. Aber bei Ihnen scheint das doch mehr Prinzip zu sein, ne? Ja, sicher, das Frauen muss man streng behandeln. Schon Immanuel Kant hat gesagt, wenn er zum Weibe ist, vergisst der Peitsche nicht. Das war der Nietzsche. Ah, der. Da sehen Sie mal, zwei Denker, eine Meinung, nicht? Aber so eine Frau, die will auch mal ausgehen. Ja, aber dafür ist doch meine viel zu müde. Die muss doch morgens mit den Hühnern aufstehen. Aha, und Sie? Na, bin ich ja Huhn. Ich brauche meinen Schlaf, nicht? Um 10 Uhr bringt mir der Doris das Frühstück ans Bett. Ach du lebe, Junge. Aber das gibt's doch ja nicht mehr Wenn heutzutage. man die Zügel aus der Hand gibt, Frauen muss man beschäftigen, sonst kommen sie auf dumme Gedanken. Also vor allem, kein Geschirrspüler im Haus, das wäre grundfalsch. Was, da wollen Sie sagen, dass die Ihre noch von Hand spült? Na sicher, das Beschäftigungstheorie, nicht? Gute Hausfrauen sind Tellerjörds. Sie haben einen gesunden Spültrieb. Da kann ich nur sagen, da platzt mir der Schnürsenkel, mein Lieber. Ja, wissen Sie was? Unsere Frauen, die haben alle einen Geschirrspüler. Tatsächlich? Ja, sicher das. Vielleicht haben sie auch noch ein Auto gekauft. Ja, natürlich doch, aber nur Kleinwaren, 500 Kubik. Ideale Frau mit dem eigenen Auto. Der hängt doch nur ihren Parzmantel in einen fremden Schrank. Wissen Sie, wo eine Frau eine halbe Stunde sein kann? 60 Kilometer weit weg. Ja, das stimmt. Ja, da gibt sie doch nur unnötig Geld aus. Nicht? Frauen muss man knapp halten. Wenn meine am Montag ihr Taschengeld kriegt, ja, da freut sie sich ein Bein ab, nicht? Neulich komm ich nach Hause, heult so wie ein Kind. Ich sag zu ihr, schill mal keine Möhren, was hast du? Da hat sie doch die Tomaten um 50 Pfennig zu teuer eingekauft. Na ja, und? Naja, ich hatte ja das vom Taschengeld abgezogen, sonst hatte das weiter keine Folge. Ja, aber wie soll man das denn schaffen heutzutage? Naja, ab und zu mal eine richtige Rachenwäsche, ne, war bloß. Oder mal mit einem voll eingeschenkten Pullover nach Hause kommen, ne? Jedenfalls zeigen, wer der Herr im Hause ist. Das ist richtig, aber es ist doch ein Wunschtraum für uns, wenn man das noch mal fertig bricht, ne? Also bei uns zu Hause hat meine Frau die Hosen an. Ja, da kann ich nur sagen, runter damit, nicht? Ab und zu muss man den scharfe Hund machen, ne wahr? Wer vor seine Frau kuscht, der hat einen Knoten im Stroh. Das ist Wahrhaftig. Also stimmt das wirklich? Kommen Sie, die Frau, doch ein bisschen näher, komm. Entschuldigen Sie bitte, ich möchte nicht stören, aber Sagen Sie ihr doch, dass sie näher kommen darf. Ich? Wieso das ich? es ist nämlich so, ich bin hierher bestellt. Ich soll mich begucken lassen, als Küchenhilfe. Doris Mäuschen. Ach, hier steckst du, du Schnapsdrossel!
Wenn du dir einen hinter die Binde kippen willst, dann fragst du gefälligst erst mich. Entschuldige, aber ich... Hat er wieder angegeben, die zehnackte Wilde, hä? Los, ab! Das Geschirr ist noch nicht gespült. Passiert. Natürlich. Ich bin natürlich gleich gekommen, als du telefoniert hast und gesagt hast, dass etwas schief läuft. Ich habe erstmal 5.000 habe ich aufgetrieben. Was? Komm, jetzt lass doch dein Geld stecken. Geld habe ich selbst genug. Wenn ich dir am Telefon gesagt habe, dass ich Sorgen habe, dann geht es um ganz was anderes. Komm, setz dich erst mal hin. Junge, du machst ja Sachen. Wieso denn ich? Meine Frau? Ah! Sie hat einen Liebhaber und du hast sie erwischt. Nur viel schlimmer. Sie hat 2 Liebhaber. Naja, Kunststück, so wie deine Frau gebaut ist. Also wenn du nicht mein bester Freund wärst, dann würde ich doch auch mal probieren. Ne? Komm jetzt. Trink erst mal Prost. Ja, cheers. Schmeckt gut, was ist denn das für eine Marke? Wenn ich das wüsste. Kein Etikett drauf. Hat meine Frau auch geklaut. Die klaut eine Flasche ohne Etikett, das wird immer schlimmer. Geklaut? Ja, komm, lass dir das erklären. Ja. Mein Feuerzeug. Ruhig, sie darf nicht erwachen, sonst kriegt sie einen Schock. Mein Etui, mein Güldenes. Das ist doch alles nur geliehen, kriegst du morgen alles wieder. Was hat sie denn? Es ist furchtbar, das wollte ich ja gerade mit dir Das ist furchtbar, ich wollte es sogar mit dir bereden. Stell dir vor, sie ist mondsüchtig und leidet an Kleptomanie. Nein. Doch. Sie geht ins Bett und wenn sie eingeschlafen ist, steht sie auf. Was es nicht alles gibt. Das Schlimme ist, sie klaut nicht nur bei Vollmond, da müssen auch noch andere astrologische Aspekte eine Rolle spielen. Sachen gibt's, die gibt's doch gar nicht. Wenn die Jungfrau auf die Waage fällt zum Beispiel, oder wenn der Wassermann Zwillinge bekommt, dann marschiert die los. Sachen gibt's, also sag mal, so eine hübsche Frau und Kleptomanie, wie lange hat sie denn das schon? Ach, sehr lange. Früher da hat sie noch allen Mist zusammengeklaut. Alles hat sie angebracht. Die ganze Wohnung sah aus wie eine Rumpelkammer. Müsste sie mal in eine Heilanstalt. Ach, war sie ja schon. Und es ist besser geworden. Na, viel besser. Jetzt klaut sie nur noch Sachen, die wir gebrauchen können. Sie darf nicht erwachen. Ja, aber Denk an den Schock. Das sind doch 5.000 drin. Alles nur geliehen, kriegst du morgen alles wieder. Sag mal, eine so hübsche Frau, jetzt brauche ich noch einen Drink. So. Das kann ich mir denken. Das soll sie von ihrer Großmutter haben. Die soll ja hellseherische Fähigkeiten gehabt haben. Die hat einem fremden Mann auf den Kopf zugesagt, Sie sind der Anführer einer Fallspielergruppe. Ja, und das hat gestimmt. Ah, genau, der war Kapellmeister. Das viel Schlimmere ist, sie klaut ja nicht nur bei Vollmond, bei Halbmond, da hat sie die verworrensten Ideen. Jetzt hat sie geträumt, sie wäre ein Pferd. Na, das geht ja noch nicht, solange sie nicht die Matratze leer frisst. Nein, eine so hübsche Frau, der sollte man doch helfen. So, das halte ich nicht aus, sie kommt schon wieder.
Welche? Ja, aber... Denk doch an den Schuck. Was machst du denn mit meiner Frau? Ist doch alles nur geliehen, kriegst du doch morgen alles wieder. Ich danke also nochmals für die liebenswürdige Einladung, gnädige Frau. Das Essen war ausgezeichnet, gnädige Frau. Leider muss ich mich bald verabschieden, da ich täglich um 7 Uhr früh in meinem Studio mich einzufinden pflege. Sie sind also wirklich ein richtiger Erfinder, Herr Dr. Jochbein? Nun, ja, Hobby-Erfinder. Das ist reine Liebhaberei. Was haben Sie denn schon erfunden? Ach, nichts. Ich befinde mich noch im reinen Stadium des Nachdenkens. Ich stelle es mir wundervoll vor, Erfinder zu sein. Ich kann mir gar nicht denken, wie die Menschen früher ohne Radio und Fernsehen leben konnten. Sie sind ja auch alle gestorben, Schatz. Sie müssen doch irgendwas im Sinn haben, so, wenn Sie in Ihrem Studio sitzen, in Ihrem Stuhl und erfinden. Im Sinn habe ich viel. Zum Beispiel denke ich da zurzeit an eine Sache, also wenn mir die gelingt, dann gibt es ab morgen keine Eisenbahnunfälle mehr. Ach, und was wäre das? Ich möchte die Züge stehen lassen und die Station bewegen. Wundervoll! Außerdem schwebt mir da eine epochemachende Maschine vor. Ach, und wie viele Epochen soll diese Maschine machen? Ich meine, so in der Stunde? Aber, Schatz, Epoche machen bedeutet doch, dass sie Staub aufwirbelt. Was wird das für eine Maschine? Eine Straßenkehrmaschine. Ja. Die wird Staub aufwirbeln. Obwohl ich ja glaube, dass gerade in den kleinsten Dingen des täglichen Lebens noch die größten Möglichkeiten schlummern. Hier, noch im Versuchsstadium, dieses neuartige Streichholz, das ich mit 2 Zündköpfen ausgerüstet habe. Damit wird es erstmals möglich sein, einem, sagen wir, Ehepaar gleichzeitig Feuer zu geben. Naja. Aber ich bin leider nicht Raucher. Hier, ebenfalls noch nicht ganz ausgereift, eine einfache Reißzwecke. Denken Sie, doch beachten Sie genau gegenüberliegend diesen weiteren, den nach mir benannten Jochbeindorn. Jochbeindorn. Und wozu ist es gut? Nie mehr wird das übermütige Kleinkind uns diese Zwecke da hineindrücken können, wo wir sie partout nicht haben wollen. Naja. Wundervoll. Mein Onkel Hanno ist auch Erfinder. Er hat eine Autobremse erfunden. Da können Sie mit 180 Stundenkilometer auf der Autobahn fahren und mit einem Ruck stehen bleiben. Interessant, interessant. Wann tritt Ihr Herr Onkel mit dieser Sache ans Licht der Öffentlichkeit? Wenn er einen kleinen Zusatz erfunden hat, der es verhindert, dass der Fahrer durch die Windschutzscheibe fliegt. Ja. Die Konkurrenz schläft nicht, obwohl mein Traum, wie der Traum aller großen Erfinder, der wäre ja, das Perpetuum mobile zu erfinden. Wunderbar, wundervoll, nicht? Perpetuum mobile. Was ist denn das? Ein Perpetuum mobile ist eine Maschine, die einmal in Gang gesetzt, ohne weitere Energiezufuhr, dauernd Arbeit leistet. Das heißt, denselben Vorgang immer wieder wiederholt, ohne einen neuen Anschubschub zu brauchen. Sie müssen das meiner Frau einfacher erklären. Ein Perpetuum mobile ist eine Kuh, die ihre eigene Milch trinkt.
hätte ich auch ohne deine alberne Erklärung verstanden. Ich weiß, mein Schatz. Lieber Doktor, man müsste mal eine Apparatur erfinden, die es verhindert, dass Ehepaare zu streiten beginnen. Ein gefährliches Wort. Sie haben eben den kleinen Unterton bei meiner Gattin gehört, nicht wahr? Und schon leuchtet eine Lampe auf oder ein Pfiff ertönt und man lenkt eben ein. Ja, diese Apparatur wäre nichts für mich. Ich streite ja nie. So, was war das heute Mittag? Ja, da kann ich nichts dafür. Das war deine Schuld. Wieso? Weil du gesagt hast, ich bin wahnsinnig. Ich habe nicht gesagt, dass du wahnsinnig bist. Ich habe gesagt, du bist verrückt. Das ist dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Eine Verrückte kann in solchen Jeans, wie du sie dir gekauft hast, auf der Straße herumspazieren. Eine Wahnsinnige kann ihren Mann mit einer Hacke erschlagen. Was passt dir nicht an Jeans? Mir passt alles an Jeans, nur du passt nicht mehr hinein. Denk doch einmal nach. Jeans sind eine Sache für Teens und Twens. Ach, ich bin also so alt für dich. Du bist nicht zu alt für mich, aber du bist zu alt für Jeans. Solche Hosen. Mela Robinson ist auch kein Teen und kein Twen. Trägt auch solche Hosen auf der Straße. Mela Robinson ist mir egal, aber sie muss sich nicht wundern, wenn sie in solchen Jeans auf der Straße herumspaziert, dass ihr Mann sich im Büro nach einem geeigneten Rock umsieht. Ach, hast du dich auch schon nach einem geeigneten Rock umgesehen? Noch nicht, aber wenn du weiter an diesen scheußlichen Jeans herumläufst, dann kann ich für nichts garantieren. Ach, du bist ein Tyrann. Na ja, gut, ich verspreche es dir. Ja. Also schön, ja. Ach, also warum streiten wir uns bloß immer? Es war gar nicht meine Schuld. Es war deine Schuld. Wieso? Na, weil du gesagt hast, ich bin wahnsinnig. Ich habe nicht gesagt, dass du wahnsinnig bist, ich habe gesagt, du bist verrückt. Das ist dasselbe. Das ist nicht dasselbe. Eine Verrückte kann sich einen Ring durch die Nase ziehen und in einem Eisbärfell in eine Sauna gehen. Eine Wahnsinnige kann ein Haus in die Luft sprengen. Hättest dich bloß vor den Spiegel zu stellen wollen, hättest du gesehen, wie du aussiehst in diesen scheußlichen Jeans. Ich gefalle dir also nicht mehr. Du gefällst mir im Pelzmantel, im Abendkleid, im Bikini, im Pyjama, aber nicht in Jeans. Jedem modernen Menschen gefallen Jeans. Mir gefallen sie ja auch, aber mir gefallen sie nicht, wenn du sie trägst. Ich bin also hässlich für dich. Du bist nicht hässlich, aber du passt in Jeans wie eine Melone in eine Apfelsinenschale. Ich bin also für dich eine Melone. Aber das war doch Ach, wenn du das nicht zurücknimmst, dann verlasse ich sofort das Haus. Das war doch nur ein kleiner Vergleich. Also gut, ich nehme ihn zurück. Na, Gott sei Dank. Sonst wäre ich nämlich zu Mama zurückgegangen. Ja, aber ich habe ihn ja zurückgenommen. Also jetzt gib mir einen Versöhnungskuss. So, und jetzt siehst du hoffentlich ein, dass ich recht habe. Ja, nicht ganz, aber... Das ist immerhin etwas, nicht? Und du wirst nicht wieder bei einer Lappalie solchen Krach vom Zaune brechen hier. Dafür kann ich doch nicht dafür. Es war deine Schuld. Wieso? Weil du gesagt hast, ich bin wahnsinnig. Ich habe nicht gesagt, dass du wahnsinnig bist. Ich habe gesagt, du bist verrückt. Das ist dasselbe. Wieso? Das ist es ja. Was? Das Perpetuum mobile. Also, wenn ich jetzt nicht bald drankomme, ich warte jetzt genau 2 Stunden hier. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Für uns ist hier nur noch der Gastarbeiter dran. Die halten immer auf, wegen der Verständigung. Ich dich fragen, du Türke? Ja, Du heißen, Name? Jakub Ribal. Jakob Ribal. Du verheiratet? Frau haben? Frau? Hä? Ja, Name von Frau? Bülbül. Bülbül. Hast du gehört, Gustav Bülbül? Sag mal, möchtest du eine Frau haben, die Bülbül heißt? Ich möchte überhaupt keine Frau haben. Ja, aber du hast doch eine. Deshalb weiß ich ja, dass ich keine möchte. Du Kind? Kind? Lass mich mal mit ihm reden. Komm mal her. Du, Kind, klein, groß, Junge, Mädchen. Junge. Na also, wie heißt ein Junge? Du mich verstehen. Name. Ahmed. Und wo du wohnen?
Berlin 12. Berlin 12. Das ist bei dir. Berlin 12. Na ja, dann ist er bei mir zuständig. Du zu mir kommen. Ja, so, jetzt pass auf. Wo du wohnen, Straße, Haus. Vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ich weiß, wie man mit Gastarbeitern umgeht. Wo du wohnen? Das versteht er nicht. Lassen Sie mich mal machen. Wo du zu Hause. Wo du zu Hause. Dann komm, jetzt machen Sie kein Theater hier stehen so. Nicht? Ich will nur helfen wollen. Du Mund halten. Er recht haben. Du nur stören, Aufnahme von Daten. Oh, komm. Hier kommen, ja, stehen. So, wo du wohnst. Straße, Haus, so. Berlin 12. Lange Straße 15. Was? Dann gehört er ja doch zu mir. Du kommen. Du kommen. Setzen. So. Du wohnen ständig in Berlin? Du, Berlin, ständiger Wohnsitz? Wohnsitz? Ja. Ja, dann gehört er zu Lehmannhof 88. Das ist unten, da unten, hier oben, du unten, unten. Du unten! Du unten! Treppe runter! Trapp, 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 trapp. Ich dich führen. Du hier bleiben, ha? Was wir überhaupt hier wollen. Ha? Ich Pass verloren. Was? Pass verloren? Wo? Ich nicht wissen. Nicht wissen, du lügen. Ich nicht lügen. Ich Pass verloren. Ich nicht wissen wo. Aha, denn du hier, ja, Formular ausfüllen, Zeugen bringen. Zeugen? Ja, du, niemanden haben wo, kann sagen, du bist du, ja? Oh ja, ich weiß, du bist du, in Ordnung. Ja, also gut, dann nur Mittwoch kommen, 2 Zeugen bringen. Mittwoch? Heute Montag, ich morgen fliegen muss nach München, Mittwoch zu spät. Was denn du nicht frech werden, wenn ich sage Mittwoch kommen, denn du Mittwoch kommen wollt? Erlauben Sie mal, was ist hier eigentlich los? Wollen Sie sich nicht endlich mit mir befassen? Sie behandeln uns ja, als ob wir kleine Kinder wären. Na. Ich möchte eine Auskunft. Na bitte. Mein Vater lebt seit 30 Jahren in Berlin. Ich bin hier geboren. Meine Frau ist Türkin. Sie erwartet ein Kind und muss aus familiären Gründen nach Istanbul reisen. Ich möchte Folgendes wissen. Wenn das Kind in der Türkei zur Welt kommt, muss ich es dann dort anmelden oder hier? Was denn, Sie können Deutsch? Und da lassen Sie uns die ganze Zeit Türkisch reden? Ja, unter dem Weg, nicht? Und dann lass die Finger davon. Der Mann kommt ja gleich. Kommt ja gleich. Mensch, diese Fernsehreparaturfritzen, die machen mit uns, was wir wollen. Du sei nicht ungerecht, der Mann hat ja noch andere Kunden. Ja, zwischen 3 und 5 wollte er kommen. 5 nach 5 ist es, wisst ihr. Erst kommt entweder kommt der ja nicht, oder die kommen mal hinten mal auf, wieder zu und kassieren 38,50 Mark. Das wird er sein. Na, für meine 38,50 Mark muss ich hier nicht noch Striptease machen, Mensch. Na, kommen Sie rein. Tag. Wollten wir sagen, da steht der Kasten. Ich habe ja schließlich noch ein paar andere Kunden gehabt. Vorher. Entschuldigen Sie. Ja, mach nicht. Fang Sie schon an. Nee, ich meine das ganz anders. Sagen Sie mal, kennen wir beide uns nicht? Wir beide? Ja? Nee, nicht, dass ich wüsste, also. Noch manchmal... Warte mal. Weidkirch und Co., wa? Ja, da arbeite ich. Diese Klempnerei, Ja, ich bin ja Klempner. Haha. Wir hatten Wasserrohrbruch, hatten wir. Habe ich gleich Weidkirch und Co. angerufen, aber sie konnten erst eine Woche drauf.
Da steht hier auch noch andere Kunden, wa? Aber da steht der Kasten, fangen Sie mal an. Ja, und dann kamen sie eine Woche später und wir hatten kein Wasser im Badezimmer die Woche. Naja, aber dann ging doch mit der Reparatur ziemlich schnell, wenn ich mal recht erinnere. Und das kann man wohl sagen. Abgeschnaubtes Kniestück, ne, war vom Rohr, dann immer hingelangt, wieder rufgeschraubt und 62,90 Mark, wa? Naja, das ist doch nicht teuer. Aha. Und dann haben sie damals auch gesagt, die war so eine Lappalie wie ein Wasserrohrbruch, die bringt ja nichts ein, die macht viel Arbeit, besonders bei so einer veralteten Anlage. Wa? Ja. Hab ich? Ja. Man macht ja mal einen Scherz vor so einer schweren Arbeit. Ja, und dann waren sie weg. Und seitdem tropft das tropft heute noch. Tropft heute noch? Ja. Naja, da fehlt die Muffe. Jetzt fällt mal wieder ein. Klitzekleine Muffe, wa? Rangeschraubt und schon tropft es nicht mehr. Eben, ja. Und diese Muffe wollten sie 2 Tage später vorbeibringen. Wa? Ach, und das habe ich nicht gemacht? Nee, das haben sie nicht gemacht und seitdem tropft es. Hätten sie den Wasserhahn wieder abgestellt. Ja, das habe ich dann auch gemacht. Haben Sie denn auch gemacht? Erna hier, der Herr ist ein ausgesprochener Handwerker. Fangen Sie mal an, ich will nämlich heute Abend noch Fernsehen. Ja, meine Frau will heute Abend noch baden, wa? Ihre Frau will heute Abend noch... Sagen Sie mal, sind Sie vielleicht rachsüchtig? Was denn ich? Durchaus nicht, ne? Was, wieso? Meine Frau muss ja heute Abend noch nicht baden, ne? Ja. Kann mir die Kiste ja mal in Ruhe ankicken, oder? Ja. Was? Soll ich mal kicken da hier in das Ding, was? Ja. Mal sehen, wie das so aussieht, wenn eine Frau sich auszieht, was? Ja. Aua, aua, aua. Ja, meinen Sie, da ist was zu machen? Wo? Was? Ach, Sie meinen mit dem Apparat? Ja, doch, schon, ja. Eine ziemlich olle Kiste, wa? Ja. Junge, das ist eine Menge Arbeit und bringt ja auch nichts ein, ne? Warum kaufen sich keinen neuen? Naja, wollen wir ja demnächst, aber heute ist doch das große Europapokalspiel. Ah, ja, gut. Ich will mal sehen, wissen Sie, also, wenn ich das genau sehe, dann fehlt ja da eigentlich nur so ein Modul ne? Das könnt ihr an 2 Tagen vorbeibringen, ne? Und dann ruckzuck reingesteckt und schon tropft er nicht mehr. Wie bitte? Ich meine schon rauscht er nicht mehr, ne? Sagen Sie mal, junger Freund, ja? Ja. Wenn wir beide, Sie und ich jetzt, ja? Ja. Von hier aus zu Ihnen nach Hause gehen, ja? Und ich nehme so eine Muffe mit, ich glaube, ich hab ihn nicht da, ja? Und Ihre Frau könnte baden. Könnte es da nicht sein, dass Sie vielleicht zufällig so hier so ein Modul in Ihren Koffer da haben? Was? Aber ich weiß nicht, ich könnte ja noch mal vielleicht in meinen kleinen Handwerkskästchen nachkicken, ne? Wer weiß, was da alles drin ist, ne? Ja. Und dann, ja, wer sagt, da ist die Muffe, wa? Nee, das mit der Muffe bin ja ich. Ja. Hab ich ganz vergessen, das mit dem Muffe, mit dem Modul. Kika, doch. Und so rein, so. So haben wir den drinnen, den neuen, wa? Nur mal sehen, wa? Ja. Ton haben wir schon, wa? Ja. Tropft nur noch ein bisschen, oder? So, jetzt haben wir auch ein Bild. Ja. Jetzt kann Ihre Frau auch baden. Ja, kann sie. Apparat geht ja wieder. Ja, das hat der Herr hier gemacht, wa? Ich gehe jetzt mal schnell mit ihm nach Hause und setze seine Frau in der Badewanne. Und Sie haben nichts dagegen? Nee, ja nicht. Ne? Ja, der Herr hat mir mit seinem Modul ausgeholfen, nicht? Und jetzt braucht er meine Muffe.